Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, das Honor Magic V5 2-Wochen-Fazit steht an. Und ihr wisst ja, ich habe das Teil natürlich komplett im Alltag genutzt. Das heißt, ihr kriegt da auch eine ehrliche Meinung von mir. Wie hat es sich denn so geschlagen? Auch in Verbindung mit dem Magic Pen. Habe ich den überhaupt oft benutzt oder nicht? Bei den Fold-Serien habe ich den Pen ja relativ selten benutzt. Und ja, was kann man überhaupt damit machen? Bringt es einen gewissen Vorteil etc. etc. Und vor allem natürlich wichtig, wie ist so die Alltagsperformance gewesen? Wie war so die Akkulaufzeit? Ist mir was positiv oder auch negativ aufgefallen? Und vor allem will ich auch in den nächsten Tagen noch ein Vergleichsvideo zum Magic V3 machen. Entsprechend lohnt sich auch natürlich ein Abo dazulassen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht einen Kommentar. Dann könnt ihr auch eure Meinung zum Magic V5 mal gerne unten reinschreiben und vielleicht auch zum Magic V3, ob ihr eins habt, ob ihr da switchen würdet auf das V5 oder eben auch nicht. Und wenn ja, warum oder warum auch nicht. Ich würde sagen, genug geredet, von daher fangen wir an. Los geht's. Und damit starten wir mal direkt mit der neuen Farbe des Magic V5. Die gab es ja so bisher noch nicht. Das ist diese Dawn Gold Variante, die es jetzt gibt. Also so eine Art Gold mit Schimmer. Und ich habe ja beim Unboxing schon gesagt, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob mir die Farbe wirklich auf Dauer so zusagt. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich dran. Das Ding ist, die Rückseite gefällt mir echt richtig gut. Dieser Farbverlauf vom etwas dunkleren Gold zu diesem helleren Gold. Aber was mir eben nicht so ganz gut gefallen hat, war hier das Scharnier und an der Front diese Umrandung in Gold. Ja, es ist Geschmackssache, ganz klar. Das mag nicht jeder. Manche lieben das halt. Ich finde, das ist ein bisschen too much, für mich zumindest, von meinem Geschmack her. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht das Gold von der Rückseite, also das hier oben, wo ein bisschen dunkler ist, das sieht man meistens draußen ein bisschen besser als jetzt hier im Studio, dass das als Rahmenfarbe genommen wird. Das wäre einfach ein bisschen dunkler und hätte dann nicht so extrem aufgetragen. Nichtsdestotrotz wird es für die meisten wahrscheinlich gar nicht so dramatisch sein, weil eben die Hülle ja sowieso draufkommt. Kaum jemand nutzt ja so ein Smartphone ohne Hülle. Die sind bis auf die Originalhülle, die dabei ist, eben meistens auch dunkel oder in der beliebigen Farbe, die man eben mag. Und dann trägt es gar nicht mehr so schlimm auf. Was aber super aufgetragen hat, ist tatsächlich die Dünne des Geräts. Also wenn man das mal zeigen kann, das ist wirklich extrem dünn und auch zusammengefaltet noch extrem dünn. Bis auf den Kamerabump, da komme ich aber später noch dazu. Ich war ja da schon beim Unboxing total geflasht, wie dünn das war, obwohl ich mich ein bisschen revidieren muss. Das Fold 7, hatte ich damals gesagt, fühlt sich dicker an als das Magic V5. Und ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen mein Gefühl, weil ich einfach bei meinem Fold immer eine Hülle dran habe. Entsprechend fühlt es sich natürlich dicker an. Wenn ich hier die Hülle dran gemacht habe, dann hat es sich ähnlich dick angefühlt. Also es sind wirklich nur noch Nuancen, ein paar Millimeter, die da überhaupt noch reinspielen. Und das ist kaum mehr zu unterscheiden von der Dicke. Was aber angenehmer ist beim Magic V5 als beim Fold 7, um da nochmal zurückzukommen, ist einfach die abgerundete Form. Das ist nicht ganz so eckig wie ein Fold 7 und das gefällt mir persönlich vom Design her besser. Kommen wir nochmal kurz zum Kamerabump. Ihr seht schon, der steht relativ weit raus und der ist auch dicker geworden als beim V3. Ihr werdet es dann auch im Vergleichsvideo zum Magic V3 mit dem V5 eben auch nochmal genauer sehen, wie viel dicker das geworden ist. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, die Kameras sind auch verändert worden, dazu aber später noch mehr. Was wohl auch verbessert wurde, ist das Scharnier zum Auf- und Zuklappen. Das soll jetzt wohl 500.000 Folds aushalten. Super Steel Scharnier heißt, das habe ich mir aufgeschrieben. Gut, es muss natürlich die Faltvorgänge aushalten und vor allem muss auch das Innendisplay die Faltvorgänge aushalten. Ihr habt ja vielleicht das Video von meinem V3 gesehen, wo bei mir im Innendisplay
im Endeffekt ein Defekt entstanden ist. Laut Let Me Repair damals eben mir verschuldet, aber wenn ihr es bei Honor gekauft habt zum Beginn, dann war eben so eine Reparatur dabei, gratis, einmal gratis. Die Servicegebühren musste man trotzdem selbst zahlen, aber nichtsdestotrotz war es deutlich günstiger, als wenn ich diese 800 und sonst was Euro übernehmen hätte müssen. Sollte man aber bedenken, dass man da echt aufpassen muss, denn je flacher diese Displays hier einfach zusammenfalten, umso empfindlicher werden die gegen kleinere Körnchen. Also so Sandkörnchen können da schon echt tödlich sein fürs Display, wenn das da dazwischen kommt. Da ist halt einfach kein Spiel mehr vorhanden. Kommen wir direkt dann auch in dem Fall zu den Displays. Wir haben hier außen ein 6,43 Zoll LTPO-Display mit einer Peak-Helligkeit von 5000 Nit. Das heißt, das Teil wird super hell in der Sonne und das kann ich auch durchaus bestätigen. Die Tage vorher habe ich das mal draußen viel benutzt und man sieht es einfach super gut. Hat man aber beim V3 auch schon. Also trotzdem super gut hell, auch das Innendisplay hier, was ja wirklich schön groß ist. Und hier sieht man auch gleich mal ein bisschen so die Crease bei dem Display. Die ist tatsächlich jetzt im Studiolicht mehr sichtbar als in der Realität. Also das ist natürlich jetzt ein heller Strahler, der direkt da drauf strahlt. Da sieht man das natürlich extrem gut. Aber ansonsten muss man auch sagen, das Hauptdisplay 7,95 Zoll LTPO, auch 120 Hertz wie beide Displays übrigens und auch eine super Peak-Helligkeit. Zudem kommen beide Displays mit einer Schutzfolie, sowohl das Frontdisplay als auch das Innendisplay. Beim Frontdisplay habe ich aber leider schon rechts auf der Seite Bläschen reinbekommen. Einfach dem geschuldet, wenn man das Teil aufklappt. Das ist teilweise so straff, dass man abrutscht und dann bin ich da mit dem Fingernagel reingerutscht und entsprechend haben sich dazu ein paar Bläschen gebildet. Nicht dramatisch, aber das ist halt einfach dem geschuldet, dass das Teil auch so dünn ist und eben diese Magnete, die hier an den Enden angebracht sind, um das zusammenzuhalten, relativ stark sind und dann passiert sowas halt mal. Aber ich finde es cool, dass eben Schutzfolien angebracht sind. Am Innendisplay wird ja wie bei jedem Hersteller empfohlen, dass man die nie selbst tauscht, sondern eben beim Reparaturservice dann tauschen lässt. Ich habe die bei meinen Galaxy Fold Smartphones öfter mal tauschen müssen, weil die sich dann eben in der Falz hier entsprechend gelöst hatten. Das war jetzt aber bei meinem Magic V3 und bei meinem V2 nicht mehr. Das war damals eben bei den ersten Folds, die es so gab von Samsung. Das hat sich, denke ich mal, auch gebessert mittlerweile. Was man aber hier ganz gut sieht, ist tatsächlich die Fingerabdruckanfälligkeit der Frontfolie. Also ich habe das Display vorher wirklich komplett sauber gemacht und mir die Hände gewaschen und trotzdem ist von dem bisschen Rumtatschen jetzt die Folie schon total mit Fingerabdrücken übersät. Kann man natürlich ändern. Ich habe auch die Erfahrung gemacht beim Magic V3, wenn die Folie unten ist, da habe ich jetzt keine mehr drauf, weil die eben irgendwann natürlich über das Jahr hinweg dann entsprechend Kratzer bekommen hat. Und da habe ich am Display auch keinerlei Kratzer bisher reinbekommen und das ist deutlich weniger anfällig für Fingerabdrücke. Was natürlich so eine Hinge immer mitbringt, ist einen gewissen Grad an Problematiken mit Staub und Wassereindringen. Aber auch da hat Honor wirklich gut nachgelegt. Wir haben jetzt hier ein IP58 und 5.9 Rating, das heißt, es ist wirklich gegen Eindringen von Staub und Wasser und auch Druckwasser, das ist diese IP59 Zertifizierung, geschützt. Entsprechend brauchen wir uns da, denke ich mal, deutlich weniger Sorgen machen als beim Vorgänger. Eine Sache, die wirklich grandios ist beim Magic V5 und das, obwohl das Teil wirklich so dünn ist einfach der Akku oder die beiden Akkus, die zusammengenommen dann 5820 mAh bilden, was eine enorme Akkupower ist für so ein Fold. Und ihr könnt es mit 66 Watt Kabel gebunden und 50 Watt Wireless Charging laden. Also es ist wirklich grandios. Das Teil lädt wirklich super, super schnell auf. Wenn ihr vorbestellt habt, beziehungsweise jetzt aktuell noch bestellt zum Zeitpunkt des Videodrehs, dann kriegt ihr eben auch noch den Magic Pen dazu und das Ladegerät entsprechend mit 66 Watt und könnt auch relativ günstig für, ich glaube, 30, 40 Euro den Wireless Charger mit dazu bestellen, der bis 100 Watt Wireless Charging unterstützen würde, der eben bei dem hier mit 50 Watt laden würde. Super Kombi, finde ich.
Ist halt natürlich genial, wenn ihr zum Beispiel im Tag über viel verbraucht habt oder am Vorabend vergessen habt zu laden, schließt ihr das an am Supercharger und der lädt halt wirklich 50% in, ich glaube, 20 Minuten waren es ungefähr rein. Also geniale Technik und wirklich super, super schnell. Beim Prozessor gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder ein Upgrade. Ihr habt jetzt den Snapdragon 8 Elite an Bord, der völligst ausreichend für jede Anwendung von meiner Seite ist. Für eure wahrscheinlich auch. Beim Gaming dürfte da auch nichts fehlen an irgendwie Performance. Und ich muss ehrlich sagen, so was ich gemacht habe mit Lightroom und Photoshop und Massenexport in Lightroom etc., habe ich auch keine Hitzeentwicklung im stärkeren Ausmaß gehabt. Natürlich wird das Smartphone ein bisschen wärmer dadurch, ist ja ganz klar, es muss ja doch einiges an Daten verarbeiten, aber es hält sich wirklich im Rahmen. Also das war damals bei den Snapdragon 8 Gen 1 und 2 wirklich deutlich, deutlich schlimmer. Außerdem habt ihr diesmal anstatt 12 16 GB RAM an Bord und wieder 512 GB Speicher. Eine 1 Terabyte Version gibt es zumindest in Deutschland nicht, in China schon, aber eben dann auch nicht mit dem Global ROM. Von daher sind wir beschränkt in Deutschland auf die 512 GB. Für mich auch völlig ausreichend und ein guter Kurs finde ich von Honor, dass nicht 256 angeboten werden, sondern direkt die 512. Außerdem haben wir natürlich Wi-Fi 7 an Bord und Bluetooth 6.0 und natürlich entsprechend als Betriebssystem Magic OS in der Version 9.0.1. Das basiert auf Android 15 und eine Android 16 Beta ist zumindest fürs Magic 7 Pro schon vorhanden. Das heißt, das wird wahrscheinlich beim V5 auch nicht lang dauern. Und diesmal auch offiziell 7 Jahre OS-Updates und Sicherheitspatch-Updates. Das heißt, ihr seid auf dem gleichen Level wie bei Samsung oder Google und müsst da nicht mehr hoffen, wie beim V3, dass wirklich ein paar Jährchen da geupdatet wird. Finde ich auf jeden Fall super, dass Honor da endlich mitzieht. Die haben ja auch die Update-Politik an sich deutlich verbessert, muss man ehrlich sagen, beim V3 schon. Die Updates kommen da fast monatlich und die Sicherheitspatches kommen auch andauernd. Feature-Updates gibt es auch immer wieder. Das heißt, man bleibt da nicht auf dem alten Stand stehen, sondern wird auch weiterentwickelt. Finde ich super, dass Honor da endlich auf dem gleichen Level ist und nur so können die auch gegen Samsung und Co. hier konkurrieren. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind irgendwelche KI-Features, die mittlerweile ja überall eingebaut werden, beziehungsweise AI-Features. Die Kamera hat wohl wieder mehr Verbesserungen bezüglich AI bekommen. Ja, wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr vielleicht auch schon, ich bin da aber nicht so der Fan davon, von diesen AI-Features. Ich nutze Google Gemini zum Beispiel extrem gern im privaten Bereich, aber wenn es um Bilder machen geht und so weiter, da bin eigentlich ich immer gern der Herr. Ich habe ja auch eine Profikamera und fotografiere natürlich da immer im RAW-Format. Das heißt, da will ich das unbeschnittene, blanke Bild haben. Das will man natürlich nicht immer beim Smartphone, das soll ja ein Schnappschussthema sein. Das heißt, ich drücke drauf, mache ein Bild und es soll einfach gut ausschauen. Aber nichtsdestotrotz, bei Honor ist immer so ein bisschen das Gefühl da, das wird zu stark nachgeschärft, ein bisschen zu übersättigt dann mittlerweile und eben auch einfach zu stark überarbeitet. Gerade bei Porträts oder eben bei Selfies und so weiter wird da relativ viel, finde ich, verändert. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, da wird es mal noch eine Art Modus geben, wo das wirklich authentischer ist. Es gibt einen Authentic-Modus tatsächlich im Handy, aber der poppt das Ganze trotzdem ziemlich stark auf. Natürlich könnt ihr auch im RAW-Format im Pro-Modus fotografieren, aber wie gesagt, das macht man ja nicht im alltäglichen Doing, wenn man ein Smartphone nutzt, sondern eigentlich nur, wenn man es mal braucht. Oder eben bei Astro-Shots, da habe ich auch das Ganze mal probiert im Vergleich mit dem Xiaomi 15 Ultra, dem Magic V3, dem Fold 7 und dem Magic 6 Pro, weil das noch eine variable Blende hat. Kommt auch demnächst das Video, von daher Abo nicht vergessen. Natürlich sind auch andere AI-Features an Bord. Ich blende euch das hier mal ein, was man da alles so mittlerweile an Bord hat. Und was ich vielleicht ganz cool finde für den einen oder anderen, ist die Anrufübersetzung. Das heißt, ihr habt da eine Art Live-Übersetzung des Anrufs mittlerweile mit an Bord. Und ich hoffe tatsächlich, die Funktion kommt auch aufs Magic V3 mit einem der nächsten Updates. Wäre auf jeden Fall cool zu sehen, weil das natürlich nur ein Software-Feature ist entsprechend. Aber coole Sache, dass das mittlerweile auch am V5 funktioniert. Kommen wir jetzt zu einem der Highlights, finde ich zumindest für Foldables. Das ist die Kamera.
Und ja, der Kamerabump, hatte ich ja schon angesprochen, ist relativ groß, aber es lohnt sich auch. Wir haben hier zumindest im europäischen Markt und nicht für Importgeräte, was Vivo X Fold 5 betrifft oder so, da sind wohl laut den Infos die Kameras noch einen Ticken besser. Aber wenn wir im europäischen Markt bleiben, beziehungsweise besser gesagt direkt in Deutschland, ist das V5 meiner Meinung nach aktuell die beste Kameraoption. Wir haben 3 Kameras an Bord. Das ist nämlich einmal ein Ultraweitwinkel mit 50 Megapixel, eine Hauptkamera mit 50 Megapixel und Bildstabilisation und ein Teleobjektiv mit Dreifachzoom, optischen Bildstabilisator und 64 Megapixel. Das heißt, Pixel Binning ist natürlich wieder an Bord. Ihr kriegt da 12 Megapixel, könnt aber auch die volle Auflösung einstellen der jeweiligen Kameras. Habt da echt gute Resultate für ein Fold-Smartphone. Ich blende euch wie immer ein paar Bilder mal mit ein. Und ich muss ehrlich sagen, auch die Videoqualität ist super gut. 4K 60 FPS mit echt guter Stabilisierung mittlerweile für ein Fold ist damit an Bord. Ich blende euch dazu auch mal einen Schwenk ein, den ich gemacht habe bei relativ düsterem Licht. Da war schon der Sonnenuntergang vorbei und die Lichtbedingungen waren wirklich nicht mehr perfekt mit der Ultraweitwinkel, mit der Einfach- und der Dreifach-Zoom-Kamera. Ein 4K 30 FPS Videotest beim Magic V5 ohne Geräuschunterdrückung aktiviert, sondern so wie ich reinspreche, ohne besondere Einstellungen. Das ist 0,5-fach, einfach und die Dreifach-Tele. Natürlich geht es auch, wenn man nichts Fold hat, noch besser, ganz klar, mit dem Xiaomi 15 Ultra zum Beispiel oder den Vivo X200 Pro und Ultra. Die haben natürlich größere Kameras verbaut, einfach aufgrund der Bauart und entsprechend auch mit größere Sensoren mit größeren Linsen, die mehr Licht durchlassen, mehr Licht auffangen, weniger Rauschen produzieren etc. Schaut da gerne mal in meiner Kamera Masterclass vorbei, wenn euch das interessiert. Da seht ihr nämlich mal, was so möglich ist mit den Smartphones in Bezug auf Makro, allgemeine Tipps und Tricks etc. Und eben demnächst auch Astro. Dann zeige ich euch mal noch kurz, wie das mit dem Magic Pen so funktioniert. Ihr habt da tatsächlich einen Pen, der per Bluetooth gekoppelt wird und ihr könnt dann entsprechend hier drauf zeichnen. Der ist auch entsprechend drucksensitiv und ihr könnt da auch entweder dick oder wirklich dünn, wenn ihr schwächer aufdrückt, das Ganze zeichnen, malen, schreiben, wie auch immer. Ihr könnt natürlich auch mit dem Magic Pen direkt in Textfelder reinschreiben und wir gucken uns mal an, ob er meine Schrift hier jetzt wirklich erkennt. Ja, hat funktioniert. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Wie gesagt, drucksensitiv ist der Stift. Das funktioniert beim V5 auch natürlich auf der Vorderseite. Wenn ihr hier auf google.de zum Beispiel jetzt geht, dann könnt ihr das auch. Oder auch entsprechend hier wieder im Zeichenmodus. Und auch hier habt ihr wieder dünn oder dick und könnt da rumspielen. Also der Stift ist wirklich sehr gut
auch von der Empfindlichkeit. Allerdings muss ich gestehen, ich habe den nur zum Testen wirklich benutzt. Ich wüsste jetzt kein Szenario, bei mir zumindest, wo ich den im Alltag echt brauchen könnte. Natürlich mal, um ein Dokument zu unterschreiben, zu signieren, das habe ich aber so selten. Da kann ich auch in Adobe Acrobat meine digitale Signatur nehmen und die rein kopieren. Also da brauche ich nicht unbedingt hier den Stift. Für viele ist der aber, denke ich, schon relevant, gerade wenn es um Arbeitsbereiche geht oder für Leute, die gerne am Smartphone malen oder eben am Smartphone mit integriertem Mini-Tablet. Von daher würde ich sagen, coole Geschichte, dass Honor den mittlerweile eben auch in Deutschland verfügbar gemacht hat. Ist einfach ein cooles Feature. Wenn man es braucht, kann man es sich kaufen. Wenn nicht, braucht man es ja nicht kaufen. Und hier war es eben dabei, einmal frei für mich zum Ausprobieren. Ansonsten muss man abschließend sagen, das Honor Magic V5 ist wirklich ein gelungenes Smartphone. Es ist natürlich jetzt keine Revolution im Vergleich zum Magic V3. Mehr dazu aber natürlich im Review dazu, wenn ich die beiden vergleiche. Aber wir haben einfach ein solides Gerät, natürlich für einen sehr hohen Preis. 2000 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Die zahlt natürlich kein Mensch. Im Vorverkauf gab es das Teil dann für 1699 mit Verträgen, teilweise nochmal sogar günstiger. Aber ja, es ist halt ein Fold-Smartphone. Bei Apple schimpft auch jeder über die Preise und trotzdem kauft es jeder Apple-Fan und die haben kein Fold im Angebot und verlangen teilweise mehr als hier so ein hochwertiges Fold mit auch guten Kameras etc., wo ihr einfach auch mehr Flexibilität habt. Klar, kein iOS, das würden jetzt noch manche argumentieren, aber sei es drum. Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, können wir ewig führen. Da gibt es einfach verschiedene Geschmäcker. Manche mögen Android mehr, manche iOS. Ist einfach so, sollte man auch dabei belassen. Mir ging es jetzt nur um den Preis, der ja doch relativ hoch ist. Honor-typisch werden natürlich die Preise am Markt schnell fallen und auch das V5 wird natürlich dann nicht mehr für die 2000 oder 1699 verfügbar sein, sondern ich denke auch bald mal so bei 1,4, 1,50 einpendeln und gebraucht vielleicht dann auch noch günstiger. Bei eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen heißt es ja nur noch, da habe ich auch schon gesehen, da sind auch einige drin, original verpackt noch, entsprechend aus einer Vertragsverlängerung. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wenn ihr ein Fold allerdings gebraucht kauft, dann fahrt wirklich hin, schaut euch das an, außer natürlich bei Rebuy etc., diese Gebrauchtwarenhändler, da habt ihr immerhin Rückgaberecht. Bei den privaten Leuten würde ich sagen, schaut es euch an, schaut vorbei und passt auf mit diesen super günstigen Preisen, das sind oft Fake-Angebote, einfach nur so aus Erfahrung. Zu guter Letzt würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wie gesagt, es kommt bald ein Astro-Video zu den Smartphones, wie ihr da am besten Bilder macht, was da überhaupt so möglich ist zum aktuellen Zeitpunkt. Zum V3 das Vergleichsvideo im Endeffekt, lohnt sich denn überhaupt, wenn ich schon V3 vielleicht habe, einen Umstieg aufs V5? Und natürlich freue ich mich auch über jeden Like, jeden Kommentar, den ihr da lasst. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch ein Fold holen würdet. Vielleicht habt ihr auch schon eins. Wenn ja, welches und für was nutzt ihr das so hauptsächlich? Das würde mich auch interessieren. Da kann ich eben meine Fold-Reviews auch an euch so ein bisschen verbessern, für was ihr das nutzen wollt. Entsprechend dann auch testen etc. Außerdem habe ich euch mal in die Beschreibung meinen Amazon-Shop verlinkt. Das ist natürlich super cool, wenn ihr darüber einkauft. Ihr zahlt da auch nicht mehr. Ich kriege aber eine Mini-Provision, wodurch ich meinen Kanal halt erweitern kann. Und ich muss ja, wie gesagt, die Geräte auch immer selbst kaufen. Entsprechend ist es ja auch nicht immer so ein Schnäppchen, das Ganze. Da würde ich mich einfach freuen für einen kleinen Support, der euch nicht wehtut. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und für eure Likes, Kommentare und die Abos, die ihr da lasst. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.